Einem hochrangigen europäischen Geheimdienstbeamten zufolge hat Russland offenbar kein wirkliches Interesse daran, die seit fast 4 Jahren andauernde Invasion der Ukraine zu beenden. Bei Friedensgesprächen mit Washington glaubt Moskau, die USA übertrumpfen zu können. Kaupo Rosin, Chef des estnischen Auslandsgeheimdienstes, erklärte, Moskau versuche bei den Gesprächen mit Washington lediglich Zeit zu gewinnen. Es hat keine ernsthafte Diskussion über eine echte Zusammenarbeit mit den USA gegeben, sagte Rosin. Seine Aussagen basieren auf Informationen aus innerhalb Russlands. Details zur Quelle nannte er jedoch nicht. Laut dem Sicherheitsbericht Estlands ist es in diesem oder im nächsten Jahr unwahrscheinlich, dass Russland die NATO angreift. Dennoch wird betont, dass Moskau aufgrund der kontinuierlichen Aufrüstung seiner Streitkräfte weiterhin ein gefährlicher Akteur bleibt. Obwohl russische Offizielle öffentlich betonen, eine Einigung durch Verhandlungen anzustreben, seien sie wenig kompromissbereit und bestehen darauf, dass ihre Forderungen erfüllt werden. Die von den USA vermittelten Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Delegationen wurden in den vergangenen Wochen von beiden Seiten als konstruktiv und positiv bezeichnet. Ein Durchbruch in zentralen Fragen wurde jedoch nicht vermeldet. Rosin erklärte, dass Russlands Präsident Wladimir Putin weiterhin glaube, die Ukraine irgendwann militärisch gewinnen zu können. Ein Beamter des Weißen Hauses reagierte auf Rosins Aussagen und erklärte, das Verhandlungsteam unter Präsident Trump habe enorme Fortschritte bei der Beendigung des Krieges erzielt. Besonders hervorgehoben wurden die seit Mai vereinzelt durchgeführten Gefangenenaustausche. Über 300 Gefangene seien in Abu Dhabi zwischen den USA, der Ukraine und Russland freigelassen worden. Ein Schritt, der als Fortschritt hin zu einer Kriegsbeendigung gewertet werde. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erklärte vergangene Woche, Washington habe der Ukraine und Russland eine Frist bis Ende Juni gesetzt, um eine Einigung zu erzielen. Trump hatte in den letzten 12 Monaten mehrfach ähnliche Fristen gesetzt, deren Verbindlichkeit jedoch umstritten blieb. Trumps ehemalige Beraterin und Russland-Expertin Fiona Hill äußerte, Trump und sein Team verzerrten die Darstellung, um den US-Präsidenten als Friedensstifter erscheinen zu lassen und seien daher wenig daran interessiert, die Annahme zu ändern, Russland wolle den Krieg beenden. Sie fügte hinzu, beide Führer wollten, dass ihre eigene Version der Ereignisse Realität wird. Putin als Sieger in der Ukraine und Trump als derjenige, der den Deal ermöglicht. Rosin gab an, er wisse nicht, warum US-Beamte glauben, Putin wolle den Krieg beenden. Hill betonte zudem, es sei unklar, ob Trump die vorliegenden Geheimdienstinformationen zu Russland überhaupt gelesen habe. Hill zufolge vertraue Trump stark auf seine Hauptunterhändler, den Sondergesandten Steve Witkoff und seinen Schwiegersohn Jared Kushner. Diese Beamten hätten möglicherweise Schwierigkeiten, die wirtschaftlichen Schäden des Krieges für Russland als Preis zu akzeptieren, den Putin zahlen müsse. Laut Hill gab es Berichte, dass Witkoff an einigen Treffen ohne Übersetzer des US-Außenministeriums teilgenommen habe, wodurch die US-Vertreter möglicherweise nicht alles richtig verstanden hätten und nur selektiv hörten, was sie hören wollten. Rosin erklärte, Putin sei so besessen von der Vorstellung, die gesamte Ukraine zu kontrollieren, dass dies wirtschaftliche Sorgen übertrifft. Der Konflikt werde daher vermutlich noch mehrere Jahre auf irgendeine Weise andauern. Seiner Einschätzung nach könnte sich Putins Haltung nur ändern, wenn die Lage in Russland oder an der Front katastrophal wird und seine Macht bedroht ist. Gegenwärtig glaube der russische Präsident weiterhin, die Ukraine erobern zu können und alle übertrumpfen zu können. Rosin zufolge basiere Putins Überzeugung, den Krieg gewinnen zu können, teilweise auf völlig falschen Informationen von hochrangigen Beamten. Nicht alle russischen Offiziellen seien jedoch dieser Ansicht. Je weiter man in der Hierarchie nach unten geht, desto klarer erkennt man, wie schlecht die Lage tatsächlich auf dem Schlachtfeld ist, sagte Rosin. Auf höchster Ebene würden hingegen positivere Berichte präsentiert, wodurch die Hoffnung größer erscheine. So würden Putin etwa falsche Berichte über die Eroberung ukrainischer Orte vorgelegt, was ihn optimistischer stimme, weil er nur Erfolge sehen wolle.
Hill betonte, sowohl Trump als auch Putin hätten wahrscheinlich von ihren Beratern nur das gehört, was sie hören wollten, um sie zu erfreuen. Und deine täglichen Weltnachrichten.